Entschuldigung, nein, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Der Film Paratrooper, aka Scarecrows, by the way, diese beiden Titel müssen wir dann noch einmal gegenüberstellen, ist so ein Beispiel. Ein Film, in dem es quasi um eine militärische Spezialeinheit geht, wo offensichtlich keiner der Macher auch nur ansatzweise weiß, wie man militärische Spezialeinheit überhaupt schreibt. Weil das Wissen über das, was diese Militärfuzis die ganze Zeit machen, dermaßen gering ist, dass man nicht einmal weiß, dass man das Visier von einem Scharfschützengewehr vielleicht öffnen sollte, bevor man durchschaut. Aber das Ganze beginnt bereits relativ interessant auf einem Flugzeug, wo jemand mit einem Nachtsichtgerät unterwegs ist. Und grundsätzlich, wenn man sich die Nachtsichtgerät-Szenen in dem Film anschaut, könnte man meinen, es ist nicht so wie im typischen italienischen Kino Day for Night mit dem Blaufilter. Nein, wir haben quasi Day for Nuclear Holocaust in grün, weil die Nachtsichtgerätaufnahmen sind einfach so grün eingefärbt, wie Sam Fishers Augen leuchten, aber mit der wirklich interessanten, kleinen Sache, die man vielleicht als Autor von einem Film, wo es um Paratrooper geht, verstehen hätte können, dass man ein Nachtsichtgerät zur Sicht in der Nacht verwendet und eigentlich nicht am helllichten Tag. Und lustigerweise ist das genau der Moment, wo die Leute mit einem Nachtsichtgerät herumlaufen. In den Szenen, wo es nämlich wirklich finster ist in dem Film, ist es einfach wirklich finster. Kaum scheint irgendwo in der ersten Hälfte des Films offensichtlich die Sonne oder die Setbeleuchtung ist auf volle 70.000 Watt aufgedreht oder quasi 1,81 Gigawatt, dann setzen sie alle Nachtsichtgeräte auf. So eben auch beim Flugzeug ganz am Anfang, wo ich mir schon wirklich gedacht habe, ich bin eigentlich wirklich froh, dass ich diesen Film auf Blu-ray schaue und nicht auf Videokassette, weil wenn man da den Film einlegt und kriegt plötzlich ein komplett grünes Bild, könnte man sich auch denken, ah Dreck, da ist einer mit einem Magneten übers Bundle drüber gegangen, super. Und man weiß ja bei irgendwelchen denaturierten, alten, magnetischen Videobändern teilweise nicht, ob irgendwelche Verfremdungen im Bild nur für eine kurze Zeit sind, sich den ganzen Film hindurch ziehen, wie die Qualität ist, und die war übrigens beim alten deutschen Videoband von Paratrooper furchtbar, weil das Bild so dunkel war, dass man teilweise fast so viel erkennen hat können wie bei SCARECROWS. Aber trotzdem, da war das noch spannend. Für mich ist das heutzutage immer noch einer der spannenden Faktoren, wenn ich mir einen Film auf Video anschaue. Aber auf der Blu-ray weißt du natürlich, okay, das war so gewollt. Ihr habt keine Ahnung von gar nichts. Und das merkt man, finde ich, auch so wahnsinnig toll, wenn man sich von SCARECROWS, und ich bleibe jetzt bitte bei dem Titel, die Credits anschaut. Der Film wurde übrigens erdacht, also die Story, das Drehbuch und die Regie stammen von einem gewissen Herrn, William Wesley, der im Jahr 1988 den besten Jahrgang aller Zeiten, den Film SCARECROWS gemacht hat und dann den Film Route 666 im Jahr 2001. Offensichtlich dürfte er nach diesem Meisterwerk nicht allzu gefragt sein in den Horrorgefilden Hollywoods. Aber außerdem haben wir noch als Co-Autoren quasi Richard Jeffries, der unter anderem den Film Cold Creek Manor geschrieben hat mit Dennis Quaid, Sharon Stone, Stephen Dorff, Juliette Lewis, Kristen Stewart, holy crap, Christopher Plummer, der laut Metakritik sogar satte 37 geerbt hat. Also auch nicht das Beste. Und das, was mich dann noch ein bisschen weiter wundert bei SCARECROWS, ist, es gibt 3 Autoren, die für Additional Dialogue gecredited sind. Und wenn man sich anhört, welchen Dreck die Charaktere in dem Film von sich geben, dann glaube ich eher, dass sie einfach irgendwelche random Sätze in einen Hut geworfen haben und rausgezogen haben. Anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Vor allem die Sätze, die tatsächlichen SCARECROWS von sich geben. Aber nachdem wir jetzt schon relativ lang über den Film reden, sollten wir vielleicht ein klein wenig über die Story reden. Eine Gruppe von Militärfuzis hat einen Typen und seine Tochter entführt, zwingen sie dazu, sie irgendwo hinzufliegen. Einer von der Bande
nimmt sich das Geld, das sie eben geklaut haben, springt von dem Flugzeug ab und landet bei irgendeinem Haus. Dort warten nicht die Evil Dead, sondern einige Vogelscheuchen. Und das sind in dem Fall wirklich hässliche Vogelscheuchen. Nicht diejenigen, denen man einfach ein oranges Toupet aufsetzt und vor ein weißes Haus stellt. Nein, die bestehen noch echt aus Stroh und Säcken und... Nein, wir machen jetzt keinen Witz über Sackgesichter, aber Kürbissen, sonst irgendwas, also echte Vogelscheuchen, die einfach so bedrohlich sind, wie Vogelscheuchen nur sein können, nämlich gar nicht. Also, null, nada, niente. Das Schöne ist, in der ersten Hälfte von dem Film sehen wir immer, wie diese Paratrooper durch diese Gegend gehen und dann Zwischenschnitt auf eine von diesen Vogelscheuchen, die einfach nur da steht, sich in die Luft schaut und sich nicht bewegt. Da könnte man genauso gut auch einen Baum zeigen, vor allem. Ich glaube, das hätte man in der deutschen Synchro nur besser lösen können. Ich habe den Film ja im englischen Original gesehen, wo dann quasi diese Vogelscheuche gezeigt wird und einfach aus dem Off irgendein Satz eingesprochen wird. Aber dieser Satz absolut null bedrohlich mit irgendeiner ganz normalen Stimme. Fast so, als würde ich so nahe, also wirklich mit einer ganz normalen Stimme. Sieht man dann plötzlich die Vogelscheuche und man hört den Grün. Oh well, I don't like this guy. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon Angst davor, dass du noch einen Satz in diesem Film sagen wirst. Auf jeden Fall sehen wir diese ganzen Vogelscheuchen nie in Bewegung. Das macht das Ganze so langweilig. Bis dann auf einzelne kurze Momente, wo sich die Vogelscheuchen sehr wohl bewegen. Dann bewegen sie sich wieder 20 Minuten nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Drehbuch von dem Film so schlecht war, dass nicht einmal die Vogelscheuchen wussten, was sie zu tun haben. Aber als ich schon quasi dabei war, wirklich zu behaupten, das ist de facto der schlechteste, am schlechtesten geschriebene und umgesetzte Horrorfilm, den MGM jemals veröffentlicht hat. Und darf ich daran erinnern, dass MGM in Amerika auch für Troll 2 verantwortlich war, kam plötzlich eine Wende, nämlich genau der Moment, wo dann der eine Typ, Spoiler, aus Spoilergründen sage ich nicht mehr, wieder auftaucht und wir dann langsam mehr oder weniger in diesen Scarecrow-Mythos hineinkommen. Und dann wird's spannend. Dann wird es nämlich auch vor allem in der Unrated-Fassung, die im österreichischen Mediabook von NSM Records enthalten ist, auch relativ angenehm blutig. Bist du depper? Für einen quasi majorly produced Horrorfilm aus den späten 80er Jahren gibt es da doch so einiges zu sehen, was man in vielen anderen Filmen nicht zu sehen bekommt, inklusive einer relativ interessanten Autopsie-Szene. Und sobald das dann losgeht, nimmt der Film gegen Ende hin wirklich Fahrt auf. Es sind zwar nach wie vor die unsympathischsten militärischen Charaktere seit James Camerons Aliens, aber es ist ein wirklich ansehnlicher Streifen. Es gibt keine dämlichen Teenies, die irgendwie Silikonbrust zeigend durch die Gegend torkeln und irgendwelche Alk-Drogen-Partys feiern. Es gibt keinen Humor, keine möchte gern coolen One-Liner-Sprüche. Es wird dann einfach intensiver und spannender und sehenswerter, bis hin eben zu einem Finale, das mir dann wieder relativ gut gefällt, wo man teilweise ein kleines bisschen an Resident Evil 5 erinnert wird, aber macht nichts. Das Ganze baut dann einfach seine Spannung auf. Man weiß natürlich von Anfang an, für welche Charaktere man sein sollte, was sich dann gegen Ende auch bewahrheitet. Aber es kann der Film, was er in der ersten Hälfte wirklich grottenschlechtestens in den Sand setzt, gegen Ende wirklich aufholen und hat es dann geschafft, dass mir im Endeffekt eigentlich wirklich gut gefallen hat. So gut, dass ich ihn mir fast noch einmal anschauen würde, da halt dann vielleicht erst bei Minute 40 oder so einsetzen. Mit seinen schlanken 80 Minuten Laufzeit ist der Film außerdem relativ schnell geschehen, relativ schnell Geschichte und lässt dann eben in seiner zweiten Hälfte zumindest keine weiteren Längen mehr aufkommen, weil die waren eh schon alle in der ersten Hälfte. Insgesamt definitiv kein Highlight des 80s Horrors, aber trotzdem ein Film, der für Genrefans doch das ein oder andere zu bieten hat und wenn's nur der ein oder andere unfreiwillige Lacher ist. I really don't like this guy.